Wir sind jetzt in Jesolo am Siel angekommen. Hier waren wir seit 3 Jahren nicht mehr und wir hoffen uns hier heute viele schöne Fische. Der Siel hier ist ein Fluss, in dem es sehr viele Süßwasserfische gibt. Zum Beispiel gibt es hier Welse, Brachsen, aber auch Karpfen. Und hier merkt man auch noch Ebbe und Flut. Das merkt man daran, dass auch hier der Wasserstand sinkt und steigt. Momentan ist der Wasserstand ziemlich hoch. Aber vor 3 Jahren habe ich eben auch hier schon mal die Flut so erlebt, dass selbst dieser Angelplatz unter Wasser war. Vom Angeln am Siele haben wir schon mehrere Videos gemacht. Aber wie gesagt, alles schon 3 Jahre her. Und deswegen darf auch diesen Urlaub kein Video vom Siele fehlen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit diesem Video. Lasst uns sofort loslegen. Die erste Montage habe ich schon hergerichtet. Wir haben hier einen Anti-Tangelboom mit einem Futterkorb. In dem Fall 170 Gramm. Wird bei dieser Strömung wahrscheinlich nicht einmal nötig sein, aber schaden kann es auch nicht. Eine Stauberperle, Karabiner und ein Haken für Maden. Das ist ein kleiner Karpfenhaken. Der wird mit Maden bestückt. Und dann werfe ich die erste Route gleich einmal geradeaus Richtung Strömung. Der Vorteil bei der aktuellen Flut ist, ich komme ganz einfach zum Wasser. Machen wir gleich einmal den Angelplatz sauber, hier um die Enten hingekackt. So, ein Tipp noch gleich zu Beginn des Videos. Wenn ihr so ein Tribus verwendet, ihr habt hier einen Haken und der ist nicht ohne Grund da. Hier hängt ein Gewicht ein, zum Beispiel ein Kübel mit Wasser, damit der Tribus auch haltet. Weil sonst wird er euch sehr schnell umfliegen. Und ich denke, ihr wollt nicht, dass euer Router umfliegt, nur weil ihr die Route in den Tribord reingestellt habt. Oder denkt ihr mal, was passiert, wenn die Route zwar drin steht, ohne dass es umfliegt, aber ein Fisch anbeißt. Ich glaube, eure anderen Routen, die drauf sind, die werden sich ebenso verabschieden. Wie ihr sehen könnt, haben wir eine Menge an Köder mit und die meisten davon kommen auch heute zum Einsatz. Der Tag ist lang, aber die Nacht wird noch länger. Wir haben Anfang April und beginnen tun wir mit dem Köder Maden. Das ist ein guter Köder, sowohl im Süßwasser als auch im Meer. Als Köder haben wir heute mit Maden, Würmer, Seeringelwürmer, Tintenfisch, Garnelen und noch eine zweite Größe von Tintenfisch. Also 2 verschiedene Tintenfischgrößen, einen großen und ein paar kleine. Ein paar schöne große Garnelen, die wir kleiner machen können und unsere Hakengröße anpassen können. Sardellen haben wir auch noch hier und theoretisch hätten wir auch Boilies und Method Boilie. Die denke ich aber, werden wir heute nicht benötigen. Ich habe jetzt meine Montage fertig angeködert. Die Route kommt jetzt ins Wasser. Und dann kommt die nächste dran. Ich habe die Route jetzt in die Mitte vom Fluss geworfen. Dort ist die tiefste Stelle. Und dort erwarten wir auch die meisten Fische. In der Mitte des Sieles ist die tiefste Stelle, da hier im Sommer auch Boote fahren. Auf der zweiten Montage kommt ein Tauwurm, auch wieder mit Futterkorb. Und diese Montage werfe ich vor die Brücke. Und ich stelle sie hoch. Ich habe jetzt die dritte Montage fertig, da auch wieder Tauwurm und in dem Fall mit einem ganz einfachen Blei. Und im Laufe des Videos erklären wir euch noch wichtige Details zu den Lizenzen, die ihr hier benötigt. Ja, auch in Italien braucht man Lizenzen bzw. auch Registrierungen. Dazu eben später mehr. Jetzt werfe ich meine nächste Montage aus. Und ich verwende auf meiner ersten Route auch eine Fiedermontage, in dem Fall ohne Anti-Tangelboom, aber mit so einem Abstandhalter. Ein 4er Wurmhaken und da kommen jetzt Würmer drauf und dann geht es raus in den Siele. Und ich werfe die Route etwas flussaufwärts. Nicht allzu weit weg vom Ufer. Ja, das passt. Das Spitzenzeige, eine Glocke.
Und ich stelle meine Rute hoch. Ich habe jetzt eine der Montagen geändert auf den Tiroler Hölzl und mit Seeringelwurm. Und das werfe ich jetzt aus. Könnte was drauf sein erstmalig. Ja, Wasserpflanze. Wieder mal eine gigantische Wasserpflanze. Mit einer Muschel am Futterkorb. Und da ist eine Muschel dabei. Wieder nichts außer Wasserpflanze. Leider wieder nichts, nur Wasserpflanzen, die dadurch dann mehr Widerstand leisten und den Köder und das Blei verrutschen lassen. Der Wurm, der hat diesmal Bissspuren von Fischen. Das heißt, vielleicht kommen bald mehr Fische. Jetzt am Abend probieren wir es auch noch auf etwas größere Welse. Jeder von uns darf hier mit 3 Ruten fischen. Das heißt, wir haben jetzt die Welsrute noch dazu geholt, ein 200 Gramm Blei und eine ziemlich einfache Montage und einen ziemlich einfachen Köder. Ursprünglich wollten wir monoblik auf Wels fischen, deswegen haben wir auch keine gescheite Welsausrüstung dabei gehabt. Aber ein bisschen improvisiert. Mal schauen, ob das so geht. Ich werfe die Rute jetzt einmal aus und schauen wir mal, was passiert. Und während wir warten, dass die Fische beißen, geht es jetzt einmal bei uns um die Lizenzen, um das Thema, was benötigt man, wenn man hier in Italien angeln möchte. Wir sind hier im Raum Veneto, also in der Nähe von Venedig. Das beginnt bei Bibbione, geht über Venedig, etwas weiter hinab noch bis zur Po-Mündung. Man benötigt hier als Tourist einmal eine Lizenz, die für 3 Monate 13 € kostet. Die sieht so aus, blende ich die etwas näher noch ein. Die kann man theoretisch online bestellen. Wir holen sie aber immer bei einem Tourismusbüro und gehen dann damit zum Postamt, zahlen dort 13 € ein. Das sind die Kosten für 3 ganze Monate und man kann beruhigt im Urlaub in vielen Gewässern angeln. Allerdings Flüsse wie der Sile, der Tagliamento, der Livenza und einige andere haben noch eine Zusatzlizenz, beziehungsweise man benötigt eine Zusatzlizenz dafür, um dort zu angeln. Aber auch die, ehrlich gesagt, ist nicht besonders teuer. Die kostet 11 € für den ganzen Monat. Man bekommt sie in Angelgeschäften und kann dann mit dieser Lizenz Tag und Nacht mit 3 Routen in sehr, sehr vielen Gewässern im gesamten Bundesland, also in der gesamten Region, angeln. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, so eine Lizenz zu erwerben, denn wegen diesen 24 €, eine 13 € für 3 Monate, 11 € für 1 Monat, ist auf jeden Fall wesentlich günstiger, als wenn man hier beim Schwarzangeln erwischt werden würde. Jetzt komme ich einmal zu einem sehr wichtigen Missverständnis, was sehr häufig hier in Italien auftritt, bei den Einheimischen vor allem natürlich. Selbst im Tourismusbüro kann man diese falsche Auskunft erhalten, die aber auch sehr teuer werden kann, und zwar Jugendliche beim Angeln. Einheimische und Touristen werden hier unterschiedlich behandelt. Es gibt auch unterschiedliche Lizenzen, eben die Touristenlizenz 3 Monate 13 €. Einheimische bekommen hier eine Lizenz für das ganze Jahr um etwas über 30 €. Das wäre jetzt nicht das Problem. Das Problem ist aber die Jugendlichen zum Beispiel. Jugendliche unter 18 dürfen in diesem Bundesland hier, also im Raum Veneto, Venetien, kostenlos angeln. Das gilt aber nur für Einheimische. Jugendliche aus dem Ausland benötigen genauso wie Erwachsene aus dem Ausland, genauso wie Pensionisten aus dem Ausland, während die Pensionisten hier auch ab 70 Jahren kostenlos angeln dürfen und behinderte Menschen
im Prinzip immer eine Lizenz. Und zwar diese Lizenz um 13 € für 3 Monate und dann eben entsprechend zum Beispiel diese Tipsas-Lizenz, wenn man im Tagliamento oder auch hier im Sile angeln möchte. Also lasst euch bitte nicht falsch informieren, weil die Strafe zahlt ihr dann. Man muss aber gleich dazu sagen, diese Fehlinformation wird nicht absichtlich gegeben, sondern die Italiener wissen halt oft auch nur logischerweise, was sie hier tun müssen, wenn sie angeln wollen und dass eben ihre Kinder zum Beispiel unter 18 gratis angeln dürfen. Wie gesagt, ist nur für die Einheimischen, findet man auch alles im Internet, diese Informationen. Generell sollte man sich ein bisschen schlau machen im Internet, nicht nur durch Videos, das natürlich bitte auch, aber im Internet schlau machen, weil auch solche Gesetze und Regeln ändern sich. Und was ich leider auch sagen muss, was uns jetzt diesen Monat passiert ist, wir haben jetzt April 2026, wir waren in Bibione auf Urlaub, sind das noch immer im Prinzip, auch wenn wir heute hier in Jesolo am Sile sind, und waren dort im Tourismusbüro, wie jedes Mal, wenn wir die Karte lösen, holen wir dort also eben das Formular fürs Postamt. Und ich habe ersucht um Unterlagen, was aktuell, weil in letzter Zeit hat es einige Änderungen gegeben, ich habe ersucht um Unterlagen, wie die aktuellen Fischereigesetze sind. Ich habe eine schöne Broschüre bekommen, habe mich gefreut, habe diese Broschüre geöffnet, habe nachgeschaut, habe gesehen, es ist eine neue Broschüre, sie sieht anders aus als die ich im gleichen Büro vor 4 Jahren bekommen habe. Habe mich dann etwas gewundert, als ich all das gelesen habe, was ich drinnen gelesen habe, und habe dann gesehen, diese Broschüre war aus dem Jahr 2011. Also man kann sich leider auch nicht wirklich darauf verlassen, dass einem im Tourismusbüro so nette Dame ist und so gut sie es meint, wirklich ganz korrekte Informationen gegeben werden, leider. Kommen wir zum Abschluss noch zum Thema Meeresangeln, auch wenn das heute hier bei uns am Sile kein Thema ist. Wenn man im Sommer oder auch sonst wann in Italien Urlaub macht, ist natürlich das Angeln im Meer sicher auch für viele ein Thema. Gleich vorweg, das Angeln im Meer ist kostenlos, aber es gibt einiges zu beachten. Und zwar, um hier im Meer angeln zu dürfen, egal ob Ausländer oder Einheimischer, muss man sich auf einer Seite registrieren. Das kostet nichts, aber es ist ein etwas komplizierter Vorgang, da diese Seite nur in Englisch und Italienisch natürlich vorhanden ist und nicht ganz so einfach funktioniert. Man kommt aber durch. Das ist seit etwas über einem Jahr jetzt wieder erforderlich. Eine kurze Zeit davor durfte man einfach so hier angeln als Tourist und davor war auch eine Registrierung notwendig. Das Ganze ist kostenlos, im Gegensatz zum Angeln im Süßwasser, wo man doch ein paar Euro in die Hand nehmen muss, um Lizenzen zu bekommen. Es gibt aber auch hier Regeln, sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser darf man täglich 5 Kilo Fisch entnehmen, also aktuell zumindest ist das so. Sollte man einen schwereren Fisch fangen, muss man danach aufhören zu angeln, darf den natürlich aber auch entnehmen. Das heißt, auch wenn ihr 4 Kilo Fisch bereits habt und dann einen 10 Kilo Fisch fangen würdet, dürft ihr den entnehmen, aber dann ist Schluss mit Angeln für diesen Tag. Eigentlich ganz einfach, es gibt hier auch Regeln, was neu ist. 2026 ist beschlossen worden, heuer das ganze Jahr ein Aalangelverbot. Das heißt, man darf Aale nicht befischen gezielt und man darf sie vor allem auch nicht entnehmen. Wenn man einen Aal hier fangen sollte, muss man ihn zurücksetzen. Es gibt noch eine weitere problematischere Sache, zumindest für manche Länder oder Leute. Es ist ab heuer Pflicht in der EU eine App zu haben, in der man gewisse Fische einträgt, egal ob man sie fängt, soweit mir gesagt wurde, oder auch wenn man sie wieder auslässt. Im Speziellen soll es sich da um Brassen und auch um Wolfsbarsch handeln. Dafür gibt es Apps, das ist, wie ich weiß, für Deutsche kein Problem. Das ist wahrscheinlich auch für Italiener kein Problem. Aber kommt man so wie wir aus Österreich zum Beispiel, hat man das Problem, es gibt diese App nicht zum Downladen. Zumindest nicht, wenn man ein Android-Handy hat. Wird einem dann, wenn man versucht, diese App zu laden, angezeigt. Diese App kann in dieser Region nicht geladen werden. Wir haben daher jetzt momentan keine. Dafür können wir aber nichts. Ich hoffe mal und nehme an, dass da bald einmal eine Lösung existieren wird. Oder irgendjemand auf die Idee kommt, das auch wieder abzuschaffen. Ganz ehrlich gesagt. Aber gut, dazu ist jetzt nicht detailliert, was ich von dieser App bzw. von dieser Regelung persönlich halte oder denke. Diese App würde man hier eigentlich benötigen zum Angeln, zumindest am Meer. Und was steht hier? Diese App ist in deiner Region nicht auf Google Play erhältlich. Und was auch wichtig zu sagen ist, Muschelsammeln am Strand ist in Italien vielerorts mehr oder weniger verboten. Mit Angellizenz teilweise genehmigt. Also es gibt wirklich Regionen, wo man eine Angellizenz benötigt, um gewisse Muscheln sammeln zu dürfen. Was aber auch logisch ist, weil auch Muscheln sind Meeresfrüchte. Ich
Ich hoffe, ich habe euch jetzt gute Informationen gegeben zum Angeln in Italien. Aktueller Stand 2026. Wie gesagt, das kann sich natürlich von Jahr zu Jahr ändern. Momentan ist das so wie erklärt. Wenn ihr Fragen habt dazu, stehen wir euch gern zur Verfügung. Schreibt uns etwas in die Kommentare. Generell, wenn euch unser Video gefällt, liked bitte unser Video, abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, und schreibt heftig Kommentare. Ihr könnt unser Video auch hypen, würden wir uns auch freuen. Also, bei uns geht es jetzt aber weiter ans Angeln. Mein Vater hat sich jetzt entschieden, mit seiner Route zu übersiedeln. Das heißt, sein Routenhalter kommt jetzt hier in den Boden. Jetzt am Abend werfe ich hier 3 Tauwürmer auf einem Zweierhaken aus. Ich habe einen Futterkorb dabei, den würde man nicht unbedingt benötigen, aber sind wir mal ehrlich, Schaden tut er auch nicht. Er macht Geruch, lockt kleine Fische zum Futterkorb. Der Wels liebt kleine Fische, er mag aber auch Würmer und wird dann anbeißen, wenn wir Glück haben. Und wenn nicht, dann beißt zumindest eine Brachse oder ein Karpfen vielleicht an. Wir werden sehen. Ich werfe hier stromaufwärts, da die Flut bereits wieder eingesetzt hat, die Strömung schwächer geworden ist, und hoffe, dass es nicht allzu sehr abtreibt. Sonst müsst ihr ein schwereres Blei verwenden, aber ich denke, damit sind wir ganz gut beraten jetzt. Ich verwende wie üblich eine Glocke, aber da es jetzt dunkel wird, kommt da noch ein Knicklicht dazu. Und bevor es noch ganz finster wird, mache ich noch ein paar Würfe mit einer Spinnrute. Vielleicht klappt ja was. Gestern hat auch die Schonzeit der Hechte geendet. Und hier gibt es auch ein paar Hechte. Also vielleicht klappt es ja noch. Wir sind ja jetzt schon ein paar Tage in Italien, aber das heute ist der erste Tag ohne starken Wind. Der erste angenehme Abend, auch wenn er natürlich noch frühlingshaft ist. Wir haben ja auch erst Anfang April. Bevor es ganz dunkel wird, richten wir alles her, was wir zum Nachtragen benötigen. Eines davon ist zum Beispiel Licht. Auch bei unseren Routenspitzen wollen wir etwas sehen können. In dem Fall benutzen wir Knicklichter. Die dienen dazu, dass wir eine kleine Lampe mehr oder weniger haben. Hier bei der Glocke, das heißt, Sie sehen dann ganz genau, welches Licht bewegt sich. Und genau diese Route ist es dann auch, wo eben Aktivität zu sehen ist. Hier benutzt man das, da ist ein Knicklicht. Und das bricht man. Und wenn es gebrochen ist, dann schüttelt man es kurz. Und wie ihr sehen könnt, leuchtet es. Und auch mit der zweiten Route. Genau. Dann gehen wir zum nächsten. Wir haben solche Campinglampen dabei. Die haben einen Vorteil, sie leuchten. Sie haben hier einen Magneten. Das heißt, auf metallischen Oberflächen kann man sie anhaften. Und man kann sie auch wo aufhängen. Zum Beispiel, wenn wir hier diese Lampe nehmen, vor allem beim Thema Angelplatz beleuchten, sind die ziemlich hilfreich. Und schon ist hier der Angelplatz beleuchtet. Dann gibt es noch andere Lampen, zum Beispiel solche hier. Auch die kann man montieren. Theoretisch könnte man die, ich sage theoretisch dazu, sogar auf die Route montieren. Ist allerdings nicht wirklich notwendig. Oder man kann zum Beispiel montieren, eben auch auf metallischen Oberflächen, weil auch hier ist wieder ein Magnet verbaut. Das heißt zum Beispiel,
Oder ich könnte sie zum Beispiel hier auf meine Jacke montieren. Wie gesagt, wenn man es braucht. Was man auch auf jeden Fall beim Nachtangeln dabei haben sollte, ist eine Stirnlampe. Die kann man sich auf den Kopf setzen. Sie ist meiner Meinung nach beim Nachtangeln das wichtigste Werkzeug, um etwas zu sehen. Das ist die wichtigste Lichtquelle. Einen Nachteil hat sie jedoch. Wenn ich sie aufgesetzt habe beim gefilmt werden, kann es dazu kommen, dass sie die Kamera blendet. Sieht dann etwas so aus. Und dann sieht man so gut wie gar nichts. Und das gleiche Problem entsteht auch, wenn ich auf andere Oberflächen leuchte. Diese werden meistens zu hell für die Kamera und dann blendet es, beziehungsweise man erkennt kaum Details. Am Abend muss man auf jeden Fall aufpassen, zumindest heute Abend. Denn hier in Jesolo gibt es Ebbe und Flut. Das Wasser hat schon begonnen zu steigen. Eine Stunde noch bis Höchststand der Flut. Es ist inzwischen windstill. Marc überprüft nochmal die Köder. Das Wasser ist mittlerweile schon deutlich gestiegen und wird noch weiter steigen. Ob sich das ausgeht für uns? Ich denke nicht. Das Wasser wird jetzt immer höher. Und was man gut beobachten kann am Ufer vor allem, sind kleine Grundeln, die jetzt da quasi in die Wiese schwimmen. Also sie bleiben im Wasser, aber erkunden das Land, was jetzt im Wasser ist. Auch hier bei unserer Welsroute steigt das Wasser noch ein wenig. Es könnte sich ausgehen. Und falls nicht, dann stellen wir die Route einfach höher. Der Sil hat jetzt begonnen, auf die Wiese zu fließen. Jetzt dauert es nur noch eine halbe Stunde bis zum Höchststand der heutigen Flut. Und ich muss sagen, ich stehe fast schon im Wasser. Nein, falsch geraten, ich stehe schon im Wasser. Und noch Garnelen sind hier am Ufer. Und noch ein Krebs ist hier. Das Wasser steigt jetzt immer mehr. Garnelen und Grundeln kommen jetzt ins Ufer und lassen sich ziemlich gut beobachten. Also ganz wichtig, wenn ihr in den Gewässer, so wie zum Beispiel an dem hier, angelt, wo eben Ebbe und Flut eine Rolle spielt, im Internet könnt ihr euch auf einer Seite ansehen, wie die Ebbe und Flut sich verhalten, wann genau, zu welchen Zeiten der Wasserstand sich wie verändert. Das ist ziemlich interessant, weil teilweise möchte man an ein Gebiet, wenn dort gerade Ebbe ist oder wenn dort Flut ist. Und anhand dieser Webseite könnt ihr sehen, wo sich gerade der Wasserstand befindet und wie es sich entwickeln wird mit genauen Uhrzeiten und genauen Höhenangaben. Ich möchte jetzt keine Werbung für eine bestimmte App oder Webseite machen. Gebt einfach in Google ein Ebbe Flut und den Namen des Ortes, wo ihr gerade seid. Und dann habt ihr euch schon eine Webseite rausgesucht, wo ihr das Ganze schön verfolgen könnt. Es ist 22:30 Uhr, die Flut ist so gut wie in den Höchststand. Wir kontrollieren jetzt nochmal alle Routen. Die Strömung geht jetzt munter nach links, obwohl der Fluss normalerweise nach rechts fließt. Das ist aber ganz normal, da die Flut das Wasser zurückdrängt. Der Fisch wurde abgefressen. Kein Wunder, hier gibt es auch einen ganzen Haufen an Krebsen. Da seht ihr auch, wie wichtig es ist, seine Köder immer wieder zu kontrollieren. Wenn ihr euren Köder nicht regelmäßig kontrolliert, kann es passieren, dass der Köder abgefressen wird und ihr mit einem blanken Haken fischt. Das wollt ihr natürlich nicht. Ich zeige euch gleich, was hier zum Beispiel ein Übeltäter ist, warum der Köderfisch schon wieder weg ist. Den zeige ich euch gleich. Das ist jetzt wieder mein neuer Köderfisch und jetzt zeige ich euch die Übeltäter. Das ist einer der Übeltäter. Diese Krebse fressen euch die Köder ab. Ist ein süßer Krebs,
aber kann auch Schaden anrichten. Das ist übrigens ein massiver Kammerkrebs. Und jetzt ist es ein invasiver Kammerkrebs auf Markt fischt. Und jetzt die nächste Route. Mal schauen, ob wir noch einen Köder drauf haben. Ja, da ist noch der Köder da. Bei der zweiten Route haben wir den Köder verbessert. Der war nicht ganz abgefressen, aber war auch nicht mehr ganz so schön. Kommen wir zur dritten Route. Auch hier hängt was dran, und zwar der Wurm. Der ist leider auch komplett unberührt. Jetzt kontrollieren wir einmal die Welsroute. Der Fisch wurde eindeutig angeknabbert, aber nicht vom Oktopus, sondern von Krebsen. Den Köder verbessern wir auch nochmal. Der letzte Auswurf für heute mit der Welsroute. Perfekt. Das Ist soll man jetzt ein mal paar machen. Meter flussaufwärts gegangen, nachdem jetzt die Flut sehr hoch ist und wenn ein Wels anbeißt, wir dann vor allem auch nicht zwischen den Hölzern drillen möchten. Das wäre sehr unvernünftig. Im Boot haben wir keines dabei. Die Route wird trotzdem hier abgestellt, wo sie auch zuvor schon war. Viel trockenes Ufer haben wir nicht mehr. Im Vergleich zur letzten Nacht, wo es sehr windig war und deswegen sehr kühl, ist es heute windstill. Das Wetter ist angenehm, nur Fische beißen leider heute wieder keine. Die Flut ist jetzt am höchsten Stand. Das Wasser steht so gut wie. Der Fluss fließt wieder flussabwärts nach flussaufwärts. Und es ist relativ still geworden in Jesolo. Zeit, kurz darauf zurückzublicken, was wir hier im Sommer an dieser Stelle vor 3 Jahren gefangen haben. Der erste Fisch des Tages, eine Brakte. Brakte? Ja, das ist ein kleiner Brakte. Nächster Biss mitgebracht. Ja. Ein Wels auch ein schönes. Ah, eigentlich eine relativ schöne große Brakte. Diesen schönen Wels hat mein Vater gefangen. Gefallen, der hat nur eine Schere. Bis jetzt ist das heute nicht so gelaufen. Es ist jetzt Mitternacht vorbei. Ich hole jetzt die erste Route raus, die Route mit dem Köderfisch. Heute leider bis jetzt noch nichts gefangen, genauso wie das letzte Mal. Ursprünglich habe ich gedacht, vielleicht liegt das irgendwie am Schmelzwasser. Aber hier am Siele gibt es kein Schmelzwasser. Im Sacramento sieht man es an der Farbe, das Schmelzwasser ist da. Aber hier ist eben keines und vielleicht ist es die falsche Jahreszeit. Einerseits ist es ziemlich unerfreulich, dass wir heute noch nichts gefangen haben. Andererseits, das Video diente hauptsächlich dazu, um euch Informationen zu geben darüber, wo man hier fischen kann und was man benötigt, um hier fischen zu dürfen. Die Routen, die werden wir jetzt nicht einpacken. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir gehen gerne auf jede Frage ein. Und vielleicht tut sich noch was. Ich denke leider heute nicht mehr. Mittlerweile ist Mitternacht schon lange vorbei. Viel falsch kann man bei dieser Angel eigentlich nicht machen, aber wenn die Köder nicht einmal abgefressen werden, dann liegt es wohl an den Fischen. Und die letzte Route. Wenn euch unser Video gefällt, abonniert bitte unseren Kanal. Dieses Video widmet euch www.angel-hula.at.
das Angelportal für Angeln in Österreich und Angelurlaub weltweit.